Wie du solche Strukturen geschickt in Szene setzt, zeige ich dir in diesem Video. Für dieses Bild habe ich eine Leinwand von 50 x 50 cm vorgesehen. Ich fand es ganz reizvoll, 2 Stücke Wellpappe zu nehmen, sodass die Richtung der Rillen sich verändert. Das macht dann nochmal einen besonderen Reiz aus. Ich habe diese Stücke Wellpappe vorher schon ein bisschen zurechtgerissen, dass sie ungefähr in der Größe passen. Du kannst natürlich auch nur ein Stück nehmen oder 3 einzelne Stücke aufkleben. Alles ist möglich. Ich habe mich jetzt für diese Ausrichtung entschieden und jetzt können wir das Ganze festkleben. Geklebt wird das Ganze mit normalem Acrylbinder, den du auch zum Anrühren deiner Spachtelmassen nutzt. Und du streichst jetzt zuerst den Untergrund ein, ganz normal mit einem Pinsel, die Stelle, wo die Wellpappe aufgeklebt wird. Ich mache das erst zu einem kleinen Stück, kann dann nochmal gut korrigieren. Und wichtig ist jetzt, dass du auch mit dem Binder über die Wellpappe gehst. Durch den Binder wird die Wellpappe versteift und sie wird ganz glatt in der Oberfläche, sodass wir sie sehr gut mit Farbe bearbeiten können und nicht die Gefahr ist, dass das Papier der Wellpappe aufweicht. Und in diesem Arbeitsschritt stellen wir uns auch noch einen Untergrund aus Sand her. Dazu streichst du die Leinwand mit dem gleichen Binder ein. Das muss nicht sehr dick sein, sollte aber schon merklich Substanz haben, damit der Sand auch da drin haften kann. Das ist Quarzsand, den ich nutze. Der ist etwas besser geeignet als zum Beispiel Flusssand, weil er einfach spitzer ist und sich der Fertigputz darin besser halten kann. Ich streue auch etwas Sand über die Wellpappe. Dadurch sieht sie nicht so steril aus und es ist reizvoll, wenn sich die Materialien an verschiedenen Stellen auch begegnen. Nach einem Tag ist alles gut durchgetrocknet. Dann solltest du dein Bild einmal abklopfen. Es werden sich ein paar Sandkörner lösen. Das klebt nicht alles. Das muss aber jetzt an dieser Stelle runter. Und die überstehende Wellpappe kann ich jetzt sehr gut mit einem Cuttermesser abschneiden. Die ist sehr hart geworden, die lässt sich jetzt hervorragend schneiden. Achte darauf, dass du dich nicht schneidest und dass du auch nicht in die Leinwand schneidest. Meine Spachtelmasse habe ich mir dann aus 250 Gramm Fertigputz, 70 Gramm Binder und 70 Gramm Wasser hier schon einmal fertig hergestellt. Mit dem Fertigputz bedecke ich jetzt erstmal den oberen Teil und es ist ganz wichtig, ich bette damit auch die Wellpappe ein. Das heißt also, der Fertigputz muss auf jeden Fall über die Wellpappe gehen und auch über größere Teile der Wellpappe, so dass also wirklich nur noch kleine Stücke von der Wellpappe sichtbar sind und nicht der ganze Streifen als durchgängige Struktur.
2 Tage später ist dann tatsächlich alles durchgetrocknet und jetzt merkst du, dass der Fertigputz sehr spitz an einigen Stellen ist und deshalb schleifen wir das ganze Bild jetzt einmal ab. Schleife vorsichtig, wir wollen das nicht glatt schleifen, da soll ja natürlich Struktur stehen bleiben, aber gerade an den Rändern solltest du dafür sorgen, dass es sich gut anfühlt, wenn ich dort anfasse. Und da der Fertigputz eine sehr offene Pore hat, das heißt Farbe dort sehr stark eindringt, habe ich mich entschlossen, jetzt erstmal das Bild mit einem einfachen Weißlack, der ist auch auf Acrylbasis und damit wasserlöslich, mit diesem Weißlack das ganze Bild einmal zu grundieren. Du musst diesen Weißlack aufrühren, da setzen sich die Farbpartikel nach unten ab, also einmal gut aufrühren und dann einfach das Bild einmal komplett von oben nach unten weiß einstreichen. Bevor ich jetzt die Farbe auftrage, sprühe ich einmal das ganze Bild mit Wasser ein. Dadurch gleitet die Farbe etwas besser und sie wird auch automatisch verdünnt und dieser Verdünnungsgrad ist auch okay. Dieser ganze Schritt der Grundierung muss nicht sein, es erleichtert aber die Arbeit in den folgenden Schritten. Von daher empfehle ich es dir und solltest du keinen Lack greifbar haben, dann kannst du das auch mit Acrylfarbe machen. Diese Lackschicht ist nach einem halben Tag super gut durchgetrocknet und damit haben wir die perfekte Fläche, den perfekten Untergrund für den nachfolgenden Farbauftrag. Auch der fängt erstmal mit Weiß an, ganz viel Weiß, aber jetzt kommt die erste Farbe ins Spiel. Ich rühre mir ein Kobaltblau an, das heißt, ich lege ein bisschen Pigment auf den Teller, dann kommt etwas Wasser hinzu. Dieses Wasser dient ausschließlich dazu, dieses Pigment geschmeidiger zu machen für das nachfolgende Bindemittel. Das heißt, wenn das schon mal etwas flüssig ist, dann kann sich das Acrylbindemittel besser mit dem Pigment verbinden, als wenn ich das in das trockene Pigment gieße. Und dann kippe ich zu diesem Farbteig ungefähr die gleiche Menge Acrylbinder. Dieser Acrylbinder ist etwas dickflüssiger und dadurch habe ich auch so eine Art dickere Acrylfarbe, also nicht flüssig in dem Moment. Und nun geht es los mit der Gestaltung unserer ersten Farbschicht. Bevor ich nun mit dem Weiß beginne, sprühe ich einmal die ganze Fläche leicht mit Wasser ein. Dadurch gleitet einfach der Pinsel besser und ich kann das Weiß besser auftragen. Und dann wird die ganze Fläche noch einmal mit weißer Acrylfarbe grundiert. Das ist die Basis dann für unsere hellblauen Highlights in diesem Untergrund. Diese Highlights, diese hellblauen Stellen, die kannst du jetzt einerseits mit dem Pinsel einbringen. Und hier musst du aufpassen, dass du jetzt nicht alles zustreichst. Wir wollen nicht eine einheitliche blaue Fläche haben, sondern es soll natürlich die Struktur durch diese blauen Stellen, soll die Struktur gut hervorgebracht werden. Also einerseits mit dem Pinsel. Zweite Möglichkeit, du gehst einfach mit den Händen an dein Werk. Die Hände haben den Vorteil, dass sie sehr genau die Strukturen berücksichtigen, weil man einfach gar nicht in die Vertiefungen kommt und dadurch die Struktur sehr schön zum Vorschein kommt. Probier es einfach aus, es macht großartigen Spaß.
Diese Farbschicht ist nach einem Tag trocken und dann solltest du für den nächsten Schritt deinen Arbeitsplatz mit etwas Zeitung auslegen, weil jetzt kommen wir mit flüssiger Farbe und da wird es dann etwas schmutziger. Ich rühre jetzt hier ein schwarzes Pigment an. Wieder der gleiche Schritt wie vorhin bei dem hellblauen Pigment, etwas Wasser auf das Pigment und dann kommt Acryldispersion dazu. Das ist diesmal eine etwas flüssigere Acryldispersion, sodass wir gut den dünnen Farbauftrag in der nächsten Schicht realisieren können. Das gleiche machen wir dann auch noch mit einem dunkelblau, mit Indigo. Da dieser Farbauftrag nun komplett flüssig gemacht wird, sprühen wir vorher das Bild mit Wasser ein. Du kannst jetzt diese flüssige Farbe auf verschiedene Art und Weise aufs Bild bringen. Du kannst pinseln, du kannst aber auch stark mit der Wasserspritze arbeiten. Ich mache das hier so, dass ich jetzt mit dem dunkelblau anfange und im oberen Bereich des Bildes ein bisschen Farbe einsetze und dann anschließend mit der Sprühflasche am leicht schräg gekippten Bild diese Farbe verdünne und nach unten laufen lasse. Anschließend kannst du dann den Farbauftrag ein bisschen korrigieren, indem du mit einem Küchenkrepp das, was du als zu viel empfindest, einfach abtupfst. Das wird jetzt ein Spiel, dass wir immer wieder Farbe hineingeben in das Bild, etwas wegtupfen, gleich kommt auch noch die schwarze Farbe hinzu und so lange Farbe aufnehmen und abtragen, bis wir ein Bild haben, was uns gefällt. Auch diese flüssige Schicht braucht wieder einen Tag zum Trocknen. Das sieht schon ganz schön aus. Die Strukturen sind zum Teil sehr gut zu erkennen. Aber unser Bild ist relativ dunkel jetzt schon geworden und es fehlt eine gewisse Klarheit. Und die kriegen wir jetzt rein, indem wir nochmal mit Weiß und der kleinen Rolle rangehen. Ich habe diese Rolle besonders behandelt. Das heißt, ich habe an der Seite mit der Schere einfach die Kanten abgeschnitten. Dadurch kann ich verhindern, dass ich gerade Striche beim Rollen in meinen Bildern einarbeite. Und du solltest immer, wenn du mit der Rolle arbeitest, erst eine Probe auf einem Stück Papier machen, dass du nicht zu viel an der Rolle hast und das Bild dann zukleckst. Wenn ich jetzt übers Bild gehe, sind das ganz leichte Bewegungen und ganz wichtig. Ich rolle immer in die gleiche Richtung, also nicht vor, zurück, sondern immer vor oder auch zurück. So kannst du verhindern, dass du die Rolle immer an der gleichen Stelle abdrückst und die Aufträge ja fleckig werden. So wird es einfacher, wenn du immer in eine Richtung rollst und die Struktur
die unten drunter liegt, die nimmt sich im Grunde die Farbe ab, die sie braucht. Und das Ganze passiert ohne Druck. Die gerollte Farbe ist nach 2 Stunden trocken und dann kannst du dein Bild lackieren. Ich nehme hier einen UV-Acryllack, seidenglänzend, verdünne den mit ein bisschen Wasser und dann streiche ich das Bild einmal sehr satt ein. Ich muss einfach zusehen, dass ich auch in alle Ritzen komme, in alle Vertiefungen, auch gerade bei der Wellpappe. Und deshalb darf das am Anfang etwas mehr sein, aber wenn ich das Bild einmal durchlackiert habe bis zum Ende, gehe ich also nochmal mit dem Pinsel über diese Stellen und nehme diesen Überschuss weg. Und dann ist dein Bild soweit fertig.